Hallo Leute, hier ist wieder Klaus auf seinem Hof in Ravenport und ein neuer Tag beginnt und ich muss ja mal sehen heute Morgen, was anliegt. Zu dem Zweck gehe ich mal hier auf meine Karte, meine Übersichtskarte und dann sehen wir also 24, 25, 26, das sind die drei Kernfelder. Die mir gehören. 1923 sind später dazugestoßen und erworben worden, aber noch nicht bezahlt, restlos. Da haben wir also Zuckerrüben da und da haben wir zweimal Weizen und dann haben wir einmal Gäste, glaube ich, und Wachstum, die sind also tief im grünen Bereich. Also das Einzige, was man machen könnte, wäre heute 23 Kraut entfernen. Und was mit dem Feld 15 da oben? Das müsste bald soweit sein. 15. Wenn ich 15 kaufe, dann kann ich vielleicht das für 15 Leute abernten. Was ist da drauf? 15. Das mache ich ja meistens, dass ich jetzt hier die Felder da oben, die ich mir noch nicht leisten kann, dass ich die, da haben wir also Raps, da ist also Raps drauf auf dem Feld. Ich weiß nicht genau, wie viel es für Raps gibt, aber okay, wird sicher weniger wie für Zuckerrüben oder so. Okay, dann werden wir das mal, gehen wir mal hier, da habe ich also 385.000 im Moment bei den Schulden. Dann werden wir mal ein paar was leihen. Und zwar so, dass ich da, das kriegst du da fällt 126.000, glaube ich. Gehen wir mal wieder zurück, dann nochmal hin, dann gehe ich jetzt mal dahin. Was kostet das Feld, wenn ich das jetzt kaufe? Das Feld kostet also 126. Okay, kauft man das, dann verkauft man das heute Abend wieder, wenn wir das haben. Jetzt gehört das Feld uns. Jetzt können wir damit nach Belieben umgehen. Und habe also jetzt 126 für Landkauf ausgegeben auf Kredit und jetzt habe ich wie viel Schulden? Jetzt habe ich 540.000 Schulden, kann von dem Kontostand schon mal was zurückzahlen. 9.000 reichen eigentlich als Reserve oder sogar noch weniger. Vielleicht sogar 4.000, genau. Jetzt sind wir also bei 520.000 und jetzt geht's los. 36, 35, also es sieht so nach Regen aus heute. Also ich kann heute, oder meine ich das nur, warum sieht das hier für mich nach Regen aus? Also ich bräuchte erstmal bei den Hühnern, müsste ich mal nachschauen, wo sind meine Fahrzeuge, wo sind meine, da haben wir den, das ist hier mein Traktor, und dann fahren wir mit dem mal da hoch, fahren wir mal zu dem Hühnerstall, oder vielleicht jetzt mal Hühner heute Eier verkaufen. Ja, das war wieder Zirkusreifreise, eine zirkusreife Nummer. Wieso steht denn der jetzt dort? Wer hat den da gestellt? Wieso steht denn da jetzt? Okay, dann werden wir den mal einhängen. Dann hängen wir den ein. Und dann können wir den ein bisschen hochfahren. Nee. So. Dann ziehen wir den ein bisschen zurück hier. Dann können wir dann so an die Deckstelle rankommen, damit wir das sauber machen können. Und dann fahren wir mal ein Stückchen zurück. Ein Stückchen. Und dann steigen wir mal aus. Und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen zurückfahren. So. Dann packe ich das so aus.
Und dann können wir vielleicht ein bisschen vorfahren. Okay, machen wir den hoch. Ich will den ausschütten. Ne, ausschütten möchte ich den noch. Okay, dann haben wir den Stall schon mal sauber gemacht. Und dann fahren wir jetzt zu dem anderen Widerstand. Wie viele Kartons habe ich denn da? 4, 5, 6 schon mal. Gut. Fahren wir zu dem anderen hin. Und müsste ein bisschen runter machen, vielleicht so. Das sieht ja gefährlich aus. Also, auf zum zweiten Hühnerstall. Das ist hier mal tricky. Also, ich weiß, die sind nicht optimal angelegt. Ich habe die damals so gekauft. Mit der Erhöhung und so. Und ja, ich war froh, dass ich überhaupt den zweiten Hühnerstall hier auf das drauf bekam. Und dann habe ich nicht lange gewartet. Da habe ich den gleich dort genommen. Der war noch zum günstigen Preis zu bekommen. Aber der Nachteil ist natürlich jetzt, dass ich jetzt hier da immer rumtun muss. Also okay. Was können wir jetzt vor? Okay. Jetzt schickt den zurückfahren. Dann fahren wir hoch. Dann kommen den jetzt aus. Hier haben wir. Damit haben wir den also auch schon mal sauber. Komme ich jetzt hier dran vorbei. Okay, dann können wir vielleicht hier rumfahren. Und was da in die Hühnerstelle habe ich da 2, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Und dann wollen wir mal den abstellen. Und zwar hier. Stelle ich den immer hin. So. Dann werden wir ein bisschen zurückfahren. Dann möchte ich den hier absetzen. Ja, was ist denn das jetzt hier? Der sogenannte Ratze. Jetzt möchte ich den da hinsetzen. Den ganz unten. Den nach vorne, ja. Jetzt muss ich da vorne hinten wechseln und dann kann ich den jetzt abhängen. Okay. Und jetzt muss ich jetzt dem anderen fahren. Wollen wir wechseln hier. Und zwar nach hinten. Und den da anhängen. Wo ist der jetzt hier? Da ist er. Da muss ich anfahren. Dann möchte ich den jetzt hier anfahren. Okay, haben wir. Okay, dann gucken wir den an. Dann gehe ich mal aus, um mal die Eier einzusammeln. Und da sind wir also. Gehen wir mal zu den Eiern hin. So. Und dann holen wir mal den ersten Karton jetzt hier. Dann tun wir den. Und dann laden wir den mal hier auf dem Deck auf. Der Deck ein bisschen weit weg hier. Okay, das war schon mal Nummer 1. Dann nehmen wir hier Nummer 2. Und dann nehmen wir Nummer 3.
Nummer 3. Und dann nehmen wir den da hoch. Nummer 3. Dann haben wir Nummer 4. Nummer 4. Und dann Nummer 4. Und dann Nummer 5. Und Nummer 5 hier. Jeder Karton ungefähr bringt 400-500 $ oder Euro je nach der Rechenweise. Also bei 5 Kartons habe ich jetzt also schon 2500 und 2, 3, 4, 5, ja, 2500 und der ist noch nicht ganz voll. Wir sind angebrochen jetzt hier. Dann nehmen wir den aber auch. Der ist voll und der ist noch nicht ganz voll. Aber ist egal, den nehmen wir mit. Und okay, das war's. Und dann kann ich jetzt hier einsteigen. Bevor wir da hinten das manuell hin, müssen wir natürlich die Sicht nach vorne haben. Und dann bitte sich bitte und ja, dann fahren wir also hier eine neue rasante Auffahrt mache ich wieder. Das heißt, ich fahre jetzt hier wieder hoch mit dem Karton und dann komme ich jetzt hier gut daneben. Wo stehe ich jetzt mit dem Anhänger? Nur noch ein Stück weiterfahren, noch ein Stückchen. Okay, das wird reichen, dann steige ich mal aus. Und wo sind wir? Da sind wir. Jetzt haben wir da aber 8 Kartons. Okay, dann werden wir mal hier. Da habe ich mal den ersten. Der wollte nicht. Es wollte und dann wollte er wieder nicht. Jetzt will er doch. Also. Ja. Also das waren 5 vorhin. Und dann haben wir 6, 7, 7, 7. Dann haben wir hier 8. 8. Das ist wieder nicht so optimal. Ich muss weiter nach hinten legen, bitte. Da vielleicht hin, so. Und haben wir 8. Das heißt noch 10, 11, 12 Stück, 13 Stück, 14 Stück ungefähr. Also 13 volle. Und 13 volle. Also 13 volle. Ja, das scheint ein bisschen lästig zu sein. Jeden Morgen hier das Rad für Frühsport. Mehr so ein Stick-Frühsport mit dem Stick hier in der Hand. Und ja, also 10 für 12 Stück könnte ich haben. Sollte ich haben. Nehmen wir mal 12 Stück und
2 halbe und dann 14. Das sind dann 14. Das ist der letzte Foto von ihr. Okay, dann nehmen wir die mit. Ja, und das ist der letzte Appell. Wir sind nicht so richtig. Okay. Haben wir den? Jetzt nehmen wir den. Der ist noch nicht voll. Den nehmen wir auch. Den nehmen wir auch mit. Und sieht besser aus. Sieht besser aus. Wenn man mehr hat. Okay, das waren sie. Dann können wir hier weiterfahren. Und muss ich eigentlich bei den Tieren noch was machen? Also bei den Tieren vielleicht muss ich da welche verkaufen. 30, 30, 40 und 70, 77, 80, nee, morgen vielleicht. Morgen. Okay, weiter. Und dann können wir jetzt hier nach links fahren hier. Möchte ich dann hinsetzen, möchte ich ein Stückchen fahren und jetzt möchte ich nach vorne fahren, zwar hier rum, okay, zwar hier lang, dann muss ich mal sehen, wo ich die Eier jetzt verkaufe. Macht das einen Unterschied? Ich weiß nicht genau. Auf 1000 Liter, wie viel macht der Unterschied jetzt? 1000 Liter, da sind wir also bei den, da haben die Eierpreise, also Moment, da sind die Eierpreise, da kriegt 3400 bei der Hensch, da fahren wir zur Hensch hin, okay, dann fahren wir zur Hensch, dann fahren wir zur Hensch, 3400. Können wir gleich nach meinem neuen Feld schauen, da Feld 15, ob sich da schon noch was in der Farbe geändert hat. Der Effekt ist, glaube ich, der Herbst, ne? Ob ich den Herbst dann vielleicht schon gleich abwenden kann. Jetzt habe ich also die ersten 5000 gleich, die ich bekomme. Und ich rase immer hoch, ich weiß, warum wir jeden Tag gefahren, das ist dann kein Fahren mehr, nach Verkehrsregeln, das ist nur Rasen. Muss ja schnell da sein, damit man auch richtig hinkommt. Also, da habe ich halt mein Feld. Wie sieht es aus? Momentum. Schon was zu sehen. Hier haben wir also der Raps, der gehört mir. Den will ich näher abernten. Wenn das Wetter ein bisschen später besser ist, dann fahre ich den hier hoch, den Raps. Ja, und der Raps, was bekomme ich eigentlich für Raps? Weiß ich nicht genau. Wie ist der Rapspreis heute? Der Rapspreis. Wie sieht der Rapspreis aus? Das hier, glaube ich, war Raps, ne? Bei 1000 Euro ungefähr. Bei 1000 Euro, okay. Schauen wir mal.
Müssen wir erstmal abwenden. Und jetzt haben wir erstmal die Eier weg. Und wie viel Liter Raps kriege ich von dem Feld? Weiß ich nicht, kann ich nicht abschätzen. Außerdem habe ich den Helfer noch gar nicht angeleitet. Der Helfer könnte jetzt schon mal unten was tun und Helfer, nein, denn nicht der hier, da könnte ich jetzt mal den Couchstecker draufsetzen. Da können wir mal den Couchstecker einsetzen. Wo haben wir den? Da haben wir den, glaube ich. Das ist der Couchstecker. Das müsste der Couchstecker sein. Das müsste der Couchstecker sein hier. Und den haben wir. Und jetzt wenn ich mit dem Couchstecker zu dem Feld da hinten mit den Zuckerrüben fahren und da schon mal das Couch schlagen. Und während ich die Eier wegbringe, hat er dann schon das Couch weggeschlagen und dann kann er schon mit den, ja, gut. Und was machen wir jetzt oben mit dem Drescher? Ich kann nicht beides machen. Ich kann nicht Kraut ernten und gleichzeitig umdreschen. Den Drescher sollte ich vielleicht auch mal ansetzen. Und dann kann ich die Zuckerrüben vielleicht heute Nachmittag machen und der Rest findet am Morgen statt. Also, hier sind die Zuckerrüben. Die Zuckerrüben brachten letztes Mal eine gute Ernte, da habe ich 60 Tonnen aus meinem Feld rausgeholt. Und wo sind wir jetzt? Hier sind wir. Müssen wir mal sehen, dass wir hier so. Dann kommen wir mal ein Stückchen zurück. Ich möchte gerne am Beginn des Feldes anfangen. Und also, ich jetzt hier reinfahre. Okay. Und wenn ich vielleicht ein Stück zurückfahren, okay, den dann einschalte. Hier ist nichts einzuschalten, den absenken. Dann kann ich den hier fahren lassen. Ja, dann fährt er. Okay, was sagt ihr jetzt? Das fährt da oben? Kann das abgrenzt werden? Das grüne Feldfrüchte. Da war den Herbst. Den Herbst können wir schon mal ernten, ja. Hat zwar nicht die optimale Farbe, aber kann ich den Drescher auch schon mal hochfahren. Dann fahren wir den Drescher schon mal hoch. Das ist ja schon mal da oben. Was macht ihr? Okay, kann ich jetzt mal hier mit der F1 Strohablage anschalten. Das ist der, die möchte ich anschalten. Mit Komma, ne? Strohablage einschalten? Ja, habe ich. Jetzt, weil das hatte ich in letzter Zeit vergessen. Und dann kann ich da das Stroh auch abwenden. Von dem Apps, wenn das dann welches gibt bei Apps. Weiß ich nicht genau. Aber das war das Komma. Das suchte ich jetzt in letzter Zeit. Das habe ich dann nicht gefunden. Okay, jetzt fahren wir nach oben zu dem Apps-Feld. Und dann wird hier Kraut geschlagen und da wird der Herbst jetzt geerntet. Und dann muss ich vielleicht gleich mit dem Wagen da schon mal hochfahren oder was mitnehmen. Oder vielleicht schon hier auf dem Rückweg. Wenn da was voll ist, dann kann ich vielleicht gleich eine Ladung mit 4000 hier wegfahren oder wenn ich gleich im Rückweg bin von den Eiern. Ich weiß nicht genau wie viel das bringt da oben das Feld. Raps. Ich habe einmal Raps geerntet, das war vorne das kleine Feld.
Das brachte 2000 Liter. Also 2 Tonnen, 2000 Liter. Und das Feld hier, das ist mehr als doppelt so groß. Das ist einfach so groß. Dreimal müsste 600 Liter ungefähr bringen. Und ja, also können wir jetzt hier hochfahren. Wo fängt das Feld hier an? Hier noch nicht. Das ist ein großes Feld hier. Das ist ein großes Feld. Wo fängt das jetzt hier an? Hier fängt das an, glaube ich. Genau hier fängt das an. Wo wir jetzt hier so einfahren. Hier haben wir jetzt also die Abstände. Und hier so, ja, können wir mal absinken und dann machen wir so ein. Dann können wir den ausmachen da oben. Und dann können wir den starten, ne? Haben wir den abgesetzt, können wir den einschalten. Seht ihr, das könnt ihr hier fahren. Macht auch gut. Dann können wir mal den Transport fortsetzen. Also, man sieht hier auf der Landstraße, habe ich gute Anfälle. Und jetzt fahre ich auch Geld zu verdienen. Das heißt, für die ersten Lohnzahlungen habe ich noch Geld auf dem Konto, aber fangen wir erstmal da zum Ranch. Ja, beim Sensor sagen. Da fangen wir zur Ranch. Also, eigentlich für Herbst ist das hier auch der beste, der nächste Weg hier, ne? Für Herbst, denke ich mal. Ich weiß aber nicht, jetzt die Verkaufspreise sind. Dann können wir hier mal aussteigen. Dann wechseln wir mal. Da müssen wir dann hin. Dann gehen wir mal dahin, du. Und dann möchte ich auch. Da sind wir schon oben. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier den ersten nehmen hier. Haben wir den ersten? Dann können wir vielleicht mal einnehmen, oder? Der hatte schon mal eingenommen, ja. Können wir dann nachher nehmen? Ja, irgendwie will er, manchmal will er nicht. Und ich weiß zwar nicht, warum nicht, aber okay, dann müssen wir den da fallen lassen. Dann nehmen wir hier noch an. Und, wenn wir den auch fallen, lassen wir den auch fallen. Und der jetzt hier. Okay. Und der. Also, den auch fallen lassen. Und dann haben wir da noch einen. Ja, also die Arbeit geht gut, wenn der Chef nicht da ist. Arbeiten die Helfer auch sehr gut. Okay, weiter. Weiter.
hat er mal genommen und schauen wir mal, jetzt hier, wenn ich jetzt, da geht der auch weg. Okay. Da geht der auch weg. Und der geht dann auch weg. Ja, manche gehen hier gut. Der geht auch weg. Und ich weiß nicht, warum die jetzt besser weggeht. Warum geht der jetzt hier besser weg und der nicht? Tja, keine Ahnung. Wie sieht es aus hier? Da haben wir noch 2 Kartons stehen. Dann nehmen wir den mal so. Wir nehmen auf. Wir den. Dann nehmen wir den. Den nehmen wir auch auf. Dann lassen wir den nochmal fallen. Okay, haben wir. Jetzt sind alle weg. Und das heißt, wir haben jetzt ungefähr 5.000 verdient. So, gut. Das heißt, wir können uns wieder einsetzen. Und dann haben wir 10.000 jetzt im Konto. Vorher hatten wir 4.000 im Konto. Und ja, also fahren wir jetzt zurück. Und schau mal. Da habe ich schon 361 Lohnzahlung. Ja gut, ich habe 2 Leute am Arbeiten momentan. Und dann kann ich hier oben noch Ballen Kohl machen gleich. Dann machen wir hier noch viele Ballen. Super. Dann machen wir hier noch viele Ballen. Und hier sieht der Regen aus oder nicht? Wo ist denn jetzt jemand? Wo ist denn jetzt hier? Da ist er hinten. Okay. Hier kann ich halt die Ballen machen und da ist er. Hier hat er hier, okay. Gibt es hier Ballen oder gibt es keine Ballen? So wie gibt es keine Ballen, ne? Bei Apps gibt es ja nur bei Gästen und so weiter. Hier muss man da schauen, schau mal. Also bei Apps vielleicht keine Storablage. Und das war jetzt Komma. Das Komma ansetzen und fangen wir jetzt mal mit den beiden da runter. Und da ist der Couchstecker jetzt auch gleich fertig. Dann kann ich den Couchstecker schon mal überziehen. Und dann, ja, dann habe ich aber nur, wenn ich den Bauch für die Suche hatte, den großen, was mache ich dann mit dem kleinen? Ich muss mit dem kleinen quasi, ja, den stelle ich jetzt etwa dahin. Der immer steht hier. Und wenn ich den mal bauen sollte, schauen wir mal, wenn ich ihn bauen sollte, können wir den ja immer noch benutzen. Was haben wir jetzt hier? Okay, abhängen und weiterfahren. Okay, was geht jetzt weiter ab? Jetzt möchte ich an dem anderen Feld schauen. Der ist schon fertig. Das ist der. Das ist der jetzt hier, der versteckt das Kraut. Da brauchen wir nichts zu tun hier.
Und ja, in der andere oben, dieses Auto, da habe ich jetzt 2400, habe ich schon drin, 2400. Und ja, was ist hier eigentlich mit dem Gas hier? Kann ich hier genügend Gas sehen und abwenden oder? Was haben wir jetzt? Haben wir 910, 920 haben wir. Also wenn der es jetzt abwandelt, da haben wir viel schönes Gas hier. Da soll ich mit dem Wagen gleich mal hinfahren und dann mit dem ja, dann fahren wir gleich mit dem Wagen mal hier hoch und dann fahre ich den Herbst weg, wenn das Feld abgeerntet hat. Und ja, was sind die anderen Felder eigentlich? Die hier, sind die alle toll drauf oder? Also der wird ausgeschlagen und dann kann ich bald abenden, oder wie? War das jetzt der Zeitpunkt richtig oder zum Krautschlagen? Weiß ich so genau nicht. Also, hier, da sind halt nur die Zuckerrüben und davon habe ich zweimal Weizen. Und dann habe ich einmal Gerste da hinten und da habe ich die Sojabohnen. Die Sojabohnen kommen jetzt morgen. Die sind noch nicht so weit. Die können wir morgen ernten. Ja, und da oben habe ich das Hälfte des Feldes bald durch. Ja, das sieht doch gut aus hier, meine ich. Es wird geerntet an einen Fronten. Wenn der jetzt hier durch ist, kann ich die Zuckerrüben mal überfahren. Und dann, was mache ich mit den Zuckerrüben? Mein Wagen ist zu klein. Ich habe zwar zwei Anhänger, aber der ist zu klein. Noch einen zweiten Anhänger holen? Lohnt jetzt heute auch nicht. Aber vielleicht zukünftig, dass ich vielleicht mit zwei Anhängern arbeite. Dann bräuchte ich noch einen weiteren Traktor und nochmal einen Anhänger, dass ich dann ein paar mit Anhänger da oben hinsetze zum Abernten und ja. Der ist fertig, also über 23. Müssen wir nachschauen. Der ist jetzt fertig auf 23. Ähnlich wie der andere hier. Ja, hier ist fertig, ne? Er hat das Feld jetzt gearbeitet. Dann kann ich jetzt, ja, kann ich quasi den Zuckerrübenernter auf das Feld stellen und ja, dann kann der anfangen, wenn der oben fertig ist. Wenn der oben fertig ist und jetzt in der Zwischenzeit fahre ich quasi erstmal den Anhänger weg, hier den Krautschläger und dann stellen wir den Krautschläger, den stellen wir dann erstmal dahin und dann holen wir den Zucker drüber und dann
Ja, dann wird die Zuckerernte eingeholt und okay, haben die jetzt hier in dieser Tio. Ich möchte mit dem weiter überfahren. Ja, mit dem möchte ich weiter überfahren. So weiter. Daher möchte ich den haben, genau. Da möchte ich den haben. So. Einmal besitzen, haben wir. Okay. Dann fahren wir zum Ernter. Wo haben wir den? Den haben wir da unten. Weil die meisten, aber diese meisten, erstmal die Geräte holen, die einfinden, dann zum Feld fahren. Und das ist das, was für die meisten auffällt. Sag ich mal. Okay. Also, haben wir zu Zuckerrüben hier. Und da haben wir ihn. Okay. Jetzt haben wir den Zuckerrüben. Der hängt schon mal hinten dran. Dann fahren wir mit dem jetzt dahin zu dem neuen Feld. Da bin ich mal gespannt, wie der sich da macht. Ob der damit zurechtkommt. Und wie der die Kurven dreht. Und wie viel vor allen Dingen ich damit, was haben wir jetzt? Da drin fast 5 runter, okay, ich komme gleich. Dann löse ich dich von deinem Grundtank. Aber im Moment müssen wir den erstmal am Feld ansetzen. Jetzt wir den jetzt hinterher ans Feld an. Dann möchte ich den hier hochsetzen. Dann dass den diese runterfahren kann. Diese runter. Und die dann wieder ansetzen kann. Ich habe langsam den Druck hier. Ich möchte den hier so drauf haben. Den ersten 4 bitte. So. Ich bin soweit. Ja, jetzt sind wir soweit. Dann kann der gleich fahren. Jetzt fahre ich mal zu dem anderen. Jetzt zu dem. Da habe ich jetzt, das ist jetzt mal den Ergoliner dann. Machen wir den Ergoliner. Da haben wir hinten den Ergoliner. Und ja, das ist immer eigentlich hier, ich weiß. Wo steht der jetzt? Da steht der. Sieht mir noch immer nicht wie in dem Scheibenwischer hier. Und jetzt haben wir den, okay, anlegen. Jetzt fahren wir mal kurz nach oben und dann können wir gleich, den abtanken. Dann haben wir schon mal 5600 Tonnen Raps, 5000 Liter Raps, 5600, 5,6 Tonnen Raps haben wir dann. Und ja, was gibt es pro Raps? Haben wir mal 1000, dann 5600. Und da habe ich aber jetzt die Hälfte, oder? Da habe ich dann erst die Hälfte. Dann kann ich gleich weiterarbeiten hier. Wo steht der? Da steht der. Da steht der also schon. Müssen wir sehen, dass ich auch komme. Wo bin ich jetzt hier? Wo steht der jetzt hier? Da steht der nicht.
Die müsste also jetzt da hinten stehen. Da steht der so. Dann kommen wir hier durchkommen. Und macht jetzt Pause oder? Was ist los hier? Ich mach Pause, okay. 10 Sekunden sei voll. Hatte mir erzählt vorhin. Also. Sind wir? Jetzt tun wir gleich. Und tun wir gleich hier. Wenn das so ausfällt. Und der schafft nochmal so viel. Der schafft nochmal so viel. Und ja. Jetzt hat er vollen Kontakt, okay. Dann fahren wir jetzt mal da dran vorbei. Dann fahren wir jetzt mal dahin. Dann tanken wir die jetzt mal ab hier. Dann tanken wir die mal ab. Und hier ist es hier. Und Tschüsschen. Jetzt haben wir den drin. Ja, hier kommt was. Okay, haben wir 4500, haben wir 5600 hier drin und ja, da mal abdenken. 5600. Wir können jetzt weiterfahren. Ich fahre auch weiter. Jetzt hier da rum. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch das abhalten soll, hier das Gas, bis sich das lohnt. Ja, es sind auch wieder ein paar tausend. Okay. Und ich meine, die Sparte mal hier hochbringen. Da. Jetzt die Sparte auch hochbringen. Und dann können wir da das vielleicht mal abgrenzen da oben. Damit wir auch ein paar Barrasballen machen heute. Und das wird dann hier. Ja. Dass wir ein paar Grasballen heute einsammeln. Damit der Chef hier ein bisschen Geld verdient. Und die Lohn bezahlen würde für seine Leute. Ich brauche ja nicht viel, ich brauche nur 5, 6 Ballen, so 4, 5, 6 Ballen. Oder 8 Ballen möchte ich gerne, 8 Ballen hätte ich gerne. Und hier geht's rein, ne? Genau, hier geht's rein. Und ja, also fahren wir mal hier hoch. Das Feld gehört uns nicht, aber das nächste gehört uns. Das nächste, dann können wir hier also anfangen mal zu mähen. Was wechseln da jetzt, keine Ahnung. Also, schalten wir den mal ein.
haben wir den ab. Dann schalten wir den auch ein, schalten den auch ab. So, jetzt können wir also einmal Gas nehmen. Also der meldet jetzt da den Absatz und ich hier das Gas weg. Okay, wobei das Gas wahrscheinlich lukrativer ist als ja, ist ein großes Feld hier. Das lohnt sich doch. Das lohnt sich doch. Wenn wir hier so reinfahren, dann nehmen wir das ja auch mit. Dann nehmen wir das auch mit. Der mäht hier wohl nicht, habe ich den Eindruck. Der mäht nicht. Jetzt mäht der. Der mäht den nicht. Weil eigentlich sollte ja unten können wir hier so umbiegen mal in dem Feld und dann kommen wir so runter. Dann kommen wir so runter. Wenn der fertig ist, machen wir weiter durch. Bis wohin? Ja, also hier möchte ich die beiden nicht ablaufen. Wenn es geht irgendwie, dann fahren wir mal hier rüber. Versuchen wir die mal hier auf die Welt abzulaufen. In der Hoffnung, dass sie dann hier nicht stehen bleiben. Wir stehen mal hier ab. Wir stehen mal hier ab. Und bleibt jetzt da stehen. Nee, bleibt nicht stehen. Der heute darunter, denke ich mal. Ich muss den anhalten. Sagt, okay, jetzt ist er stehen geblieben. Und dann fahren wir jetzt hier. Richtung. Jetzt jetzt mal wieder runterfahren. Das ganze Gras, das ich jetzt gerade abgemäht habe, das muss ich dann wieder hier einsammeln. So. Dann nehmen wir das hier wieder ein. So, stopp. Dann nehmen wir das hier. Okay, dann bauen wir das hier wieder ein. Damit wir das nicht vergeuden. Und hier das Gas. Das haben wir ja. Da hinten haben wir überhaupt nicht angefangen. Ja. Also ein Bein haben wir 1000 Euro habe ich schon mal verdient, weil wir den gleich weggebracht haben. Mit 1000. Dann kommen wir jetzt hier nochmal 1000 dabei. Und die wollte ich ja vorhin schon abgefahren haben, aber das hat nicht so geklappt. Ein großes Feld, ja, ein großes Feld, verdammt. Ein sehr großes. Ein sehr gutes Feld. Und können wir jetzt hier um die Ecke fahren. Das kriegen wir also auch noch. Ja. Man kann sagen, habe ich schon wieder nicht laufen. Doch. Dann können wir bald den zweiten Jahr abgeben. Abladen. Und wir 4000 zusammen. Okay. Und ich stehe jetzt hier irgendwo ablegen, sodass er in die Büsche rollt und nicht darunter. Ich hätte nämlich gerne, dass er hier bleibt. Und dass er auf die Büsche geht. Aber da kann ich mich auch nicht drauf verlassen.
sicher ist vielleicht in die Mitte des Feldes die Oberfläche. Erstmal sehe ich den gut und dann Nummer 2. Jetzt wird ihm ab. Das wird ihm ab. Und wie sieht es aus hier? Ist sie jetzt irgendwo? Sie kann. Also, jetzt den Feld hier diese abwerfen. Da kommen wir jetzt rechts runter, weiter runter auch. Und dann haben wir hier nochmal Platz. Okay. Kommen wir ins Glas rein. Dann nehmen wir das ganz mit. Okay. Dann bauen wir das hier nochmal ab. Dann können wir hier auf das Feld gehen. Also gerade geschafft hier noch. So. Und jetzt sind wir durch. Und wir umfahren, ne? Du hast keinen Zugang, tut mir leid, ich weiß. Die Seite bin ich schon wieder erfolgreich. Und weiter geht es. Wir sind heute im Gras, ja. Haben wir eine große Graswiese. Die machen wir jetzt ab. Das Sauben. Da. Und die haben, nur hier einer ablegen gleich. Was ist das hier? Nur wieder voll mit einem, okay. Okay, dann wegwerfen, auswerfen. Und dann bauen wir mal um auf der Stelle. Ja, ich weiß. Immer diese unnötigen Bewegungen. Okay. Ich dachte, die wären, aber die wissen ja keiner. Sollte einer sein, oder nicht? Ich dachte, hier muss einer sein, dass ich einen absehen kann. Aber nee, macht er nicht. Also, wie sieht es hier aus? Wo wir jetzt hier reinfahren. Ich hab mal, dann, ja, weiß ich. Das weiß ich. Dann gehen wir auch. Weißt du, dann kommt er schon, okay, ich mache mich schon vom Markt ab. Ein guter. Ich mache mich schon vom Markt ab. Okay. Dann haben wir wieder einen Fall. Dann können wir wieder eine treffen. Und so tun wir zumindest, ne? Dann kommen sie mal so rum. Dann kommen wir jetzt so rum. Da habe ich dann wieder eine, okay. Dann können wir jetzt hier das Stück ausmachen. Und dann fahre ich das mit hier.
Das nehme ich ja mit. Und dann können wir nochmal zurückfahren. Müssen wir den Satz in die Milchchen einpacken. Hinter den Milch noch mitnehmen. Das geht aber. Was ist das für eine wackelige Angelegenheit? Bin ich auf dem Schiff oder was? Bin ich auf dem Schiff oder wie? Weiß nicht genau, ob ich auf dem Schiff bin. Also, fahren wir wieder zurück hier. Also, wieder aufsaugen. Ja, ein paar Stück muss ich da jetzt zusammenbekommen. Vielleicht keine 6 Stück, keine 8 Stück, aber ein paar zumindest. Ein paar wenigstens. Okay. Und kommen wir hier rüber. Dann nehmen wir das hier mit. Und wo sind wir jetzt hier? Wir sind da, wo wir nicht sein sollten hier. Nicht zu nah dran hier. Okay. Fahren wir mal an dem vorbei. Und wir sehen, dass wir hier durchkommen. Hier reinkommen. Das hier mitnehmen. Dann fahren wir das an. Okay. Und dann weiter. Würde ich hier loslaufen. Gefällt mir aber nicht. Dann haut er wieder runter. Das möchte ich aber nicht. Dass hier runterrollt. Ich möchte jetzt bestimmt, wenn der hier was abbringt. Und das heißt, ich möchte mich hier hinlegen. Mit der Hand, ich habe vorhin die Schweine abgewischt. Aber irgendwie kann die ja dann verschwunden sein. Also wieder einen weglegen. Erkenne ich dann nochmal so zurück. Und dann nochmal zurück. Dann komme ich nochmal zurück. Da hatte ich eine in den Büschen. Okay. Aber noch nicht auf die Eisenbahnschiene. Hoffe ich zumindest. Ich möchte hier keine Züge werden. Okay. Die müsste bald voll sein, oder nicht? Ich weiß nicht genau. Wenn nicht bald voll sein sollte, darf ich ja wieder einliegen. Hier liegt ja mal Zeug rum. Ja. Ich denke, ich sollte Schluss machen, runterfahren, das mitnehmen, was ich werbe. Und dann die mal ablegen. Das Ding ist die ablege. Und okay, das wird den hier hinlegen. Dann machen wir mir ein Stückchen weiter. Und dann das Ding hier ablegen. Das ist ja ausgerollt. Da habe ich 2 Stückchen auf mich nebeneinander. Okay, das wird reichen, denke ich. Dann fahre ich jetzt immer runter, nehme die Maschine mal weg. Nur hin.
unten kommt die auch hin. Gut. Jetzt fahren wir also wieder runter. Und hier müssen wir einfahren. Und dann hole ich den Usus. Und dann fahre ich mit dem Usus hier hoch. Und wenn der Kontergan dazwischen voll ist, dann ist er voll. Den Usus muss ich ja mit dieser Maschine mir einholen. Und das heißt, den jetzt ablegen. Dann fahre ich dann die paar Bällen holen. Lohnt sich ja nicht kaum. Das lohnt sich ja kaum. Aber es sind ein paar tausend Euro. Das sind ein paar tausend Euro jetzt. Wenn wir den einen 10 stellen, den Pöltinger stelle ich 10, wie früher auch. Und ich hole den abhängen. Dann fahren wir den Kuhn fahren wir jetzt hier irgendwo hin. Da steht die Kuhn hier hin. Stellen wir den Kuhn hier hin. Okay. Dann noch Platz hochfahren, ja. Also, machen wir den Kuhn hier hin. Dann fahre ich jetzt den Usus, hänge ich jetzt an. Aber den Usus, also das geht hier in der halben Geschwindigkeit hier. Okay. Und jetzt haben wir den angeschlossen. Ja. Also fahren wir die Moses hoch und sammeln die Beine ein, um ein bisschen Geld zu verdienen, damit auch ich heute hier als Fahrmanager ein paar Euro verdient habe. Zwar nicht viel, aber klein viel macht auch Mist. So. Dann fahren wir das ab. Dann können wir vielleicht gleich den Content werden, wenn das soweit ist. Denn der wird auch bald voll sein. Und ja, Beine habe ich dann auch mitgenommen. Wie gibt es 6 Stück, schätze ich mal. 4 bis 6, maximal 6 Stück. Okay. Nun sagen sagte, okay, wir sind jetzt die Beine. Also die sehe ich mit. Dann die auch ein. So. Wenn wir jetzt hier oben einen Bein annehmen, da hinten ist ein Bein. Der ist schon wieder fertig. Der ist fertig. Okay, dann nehme ich mal hier Stopp langsam. Dann ist er langsam. Dann nehme ich den mal auf hier. Und dann tun wir Nummer 1 hier. Okay, meine Nummer 1. Dann geht meine Nummer 2. Was sind das hier für ökonomische Übungen? Also, da hinten war ein Büschen irgendwo hier, ne? Wenn ich den finde, war ein Büschen. Und was habe ich da vorhin so gesehen? Ich weiß nicht genau. Wo ist hier? Da ist einer. Der ist wieder auf den Bein gelassen. Also da rollt er mit Vorliebe hin. Schon das zweite Mal jetzt. Stopp. Jetzt mal den ausfahren. Jetzt machen wir den annehmen. Ja, toll. So geht es nicht. So vielleicht. Gibt du nicht. Mist.
Was steht jetzt hier? Was steht jetzt hier für? Also, geht so vielleicht? Geht doch nicht. Jetzt hier mitnehmen und hier jetzt reinpacken. Das nimmt nicht, der will ja nicht. Okay, muss ich nochmal so rumfahren. Dann hier wieder runter. Stopp. Jetzt hier. Der Auto sind mit Vorliebe die Beine sind. Denn das haben wir aber nicht so gerne, mein Lieber. Okay, jetzt haben wir gepackt. Okay. Jetzt halten wir jetzt mal an und wechseln mal hier zu. Das war gerade richtig. Da kommt jetzt in der Straßenbahn, ne? Ne, ich wollte in den anderen fahren. Hier wollte ich reinfahren und dann da quasi den auftanken hier. Und da kommt dann nicht mal viel zusammen hier. Das lohnt sich lieber. Wir stehen jetzt hier drunter. Ich weiß nicht genau. Ach, der lädt ab. Der lädt ab. Der lädt ab. Aber so 10.200 und dann werden wir gleich einspringen. Dann springe ich gleich mal ein. Wie sind wir jetzt hier? Wie sind wir? Okay. Jetzt möchte ich hier wieder so ausfahren. Okay. Wo haben wir ausgefahren? Jetzt muss ich mal daneben sehen, dass vielleicht dann nochmal mit der Sohr nochmal dahin fahren. Und der Stand ist gerade. Das sind das ist hier ein paar Kummel, dass ich hier nur einen bekomme. So. Okay, dann kann man das so wieder einfahren. Und das fällt aber ab erst. Also können wir runterfahren, die Hammer. Und den Rest hier, den schauen wir mal. Also, jetzt haben wir dazu geschrieben. Und stopp, ich möchte jetzt den anderen machen, die Ballen, dann möchte ich jetzt einsammeln. Die liegen wieder auf der Stadt herum. Und dann komme ich dann vorbei, ja. Nur dann vorbei. Haben wir den dritten. Das. Da ist schon eine. 2 Stück habe ich dann nochmal. Ich kann nur sehen, dass wir hier. Nee. Stopp hier, genau. Ich muss hier runter. Die muss runter. Dann kommen wir runter. Ja. Dann haben wir den Herbst schon mal geerntet. Gut, den Herbst jetzt verkauft fahren. Und dann kann der Zuckerrübenernter schon mal marschiertes werden. Aber erstmal kommt der jetzt runter. Erstmal fahre ich den jetzt mein Feld an. Und dann, ja, dann muss ich mal sehen, welches das erste Feld ist, das ich jetzt hier gleich abernte. Wahrscheinlich das erste, denke ich mal, ne?
Das sollte hier das Sesselwort sein, wahrscheinlich. Das hier. Manchmal einen guten Bogen darum. Und die Gäste, ich konnte die Gäste gleich bei den Hühnern anstellen. Dass sie nicht so reinkommen. So. Dass sie so reinkommen. Dann kommen wir dann so. Ja, da stehen wir schon gut. So. Dann stehen wir gut. Dann können wir das gleich abmachen. Wie sieht das aus, der Erntegrad? Also, Erntegrad ist noch nicht so ganz gut. Der Gelb lohnt sich noch nicht, wir noch was warten. Da steht 24. Was habe ich auf 24? 24 und 25 waren jetzt bei Weizen und 26 bei Gäste. Okay, die Felder sind alle noch nicht so weit. Das ist vielleicht eine Sache für morgen. Okay, dann kommen wir jetzt hier zum anderen Feld hin. Hier irgendwo was von mir. Hab ich irgendwelche Ballen hier verloren? Hier haben wir keine. Hier keine. Also scheint hier noch drin zu sein. Hier da hinten. Hier stehe ich mit dem. Und hier stehe ich mit dem Moses. Müssen wir mit dem Moses mal sehen, dass wir dann die Beine reinfahren. Da liegt noch ein Bein. Ein Feld irgendwo hier. Wann das Ganze? Jetzt habe ich noch einen gesehen hier. Oder nicht? Sind hier da hinten. Okay, dann können wir die mal. Die bewegen sich aber hier ganz schön. Die gehen auf Wanderschaft, die Beine. Okay, dann können wir die mal ausfahren. So. Hauen wir ihn aus. Dann nehmen wir den mit hier. Hab ich den? Nee, ich hab den immer noch nicht. Da war jetzt schon ein zweiter. Jetzt vielleicht. Nee, jetzt hab ich den. Okay. Also, da liegt noch einer. Den würden wir jetzt auch holen. Nach Job. Ausfahren. Und dann wollen wir den auch. Dann wollen wir den auch fahren. Dann fahren wir da hinten einer. Da liegt jetzt einer. Das ist unmöglich, wo die hinrollen. Das ist ja unmöglich. Die eine haut auf die Schiene. Und den haben wir auch gepackt, okay. Und wollen den hochfahren. So, wie viel haben wir? 6 Stück. Ne, 5 Stück haben wir. Habe ich die noch irgendwo anliegen? An den ich hier übersehen habe, der wohin geholt ist, wo ich hinhauen soll? Ja, da steht einer, genau. Das war die Nummer 6. Das war die Nummer 6. Warte mal. Das war die Nummer 6. Da kommt einer zuschauen. Am Arbeiten. Okay. Die sind alle beide weg. Da liegt nicht mehr. Da liegt nicht mehr. Und da liegt irgendwo mal.
Minuten. Dann komme ich bei Johann. Die Fünfer. Also, auf in die Heimat, sag ich mal. Auf in die Heimat. Auf der Scheune. Und wie geht's schon mal? Also 6 wird ja nicht so viel sein heute. Die beiden haben wir heute gar nicht. Ich könnte natürlich gerne welche fahren, aber hier muss ja mal Schluss sein. Man darf nicht zu viel machen jetzt hier. Ich bin schon wieder an der Grenze meiner Nerven hier. Also erstmal nicht Stück wegfahren, dann müssen wir vielleicht 600 Konto bekommen. Und, dass wir dann auf diese Weise schon mal die Lohnzahlung heute schon mal mit Gas bezahlt haben. Jetzt haben wir 9.300, haben wir 15.000. Und dann kommt aber heute noch was hinzu. Und dann heute was dazu. Okay, wie sieht das jetzt hier? Und den hoch. Musik fallen. Und dafür bekommen wir was. Bestenfalls vielleicht 600. 600, ja gut. Gut, immerhin sind wir bei 16.000 heute bei den Einnahmen. Und ich komme jetzt zur Schulmärkte gehen. Also wir müssen den Herbst erstmal rausfahren. Und dann in der Zwischenzeit kann ich schon mal das Herbstzeit, das Schulmärkte Zeit abhalten. Und wenn ich dann vom Herbst wiederkomme, bin ich den dann denke. Also nicht. Was ist hier? Ich habe wieder keine Perspektive. Ich war wieder so blind hier. So geht's besser. Okay. Also, dann fahren wir gleich mal den falschen Sinus weg hier. Ja, was ist los hier? Ich fahre jetzt hier wie besoffen. So, also jetzt haben wir den Noses dahin und dann wird der erste Zeit damit verwenden, die Zuckerrüben wegzufahren. Und das war's dann heute. Und dazu nehme ich dann vielleicht nachher, okay, wollte erstmal weg hier und dann hole ich mir vielleicht nachher den anderen Traktor ein. Fahren wir erstmal, gehen wir erstmal hier zum Feld und sag mal Marsch. Hab ich den eingeschaltet? Jo, und jetzt Marsch. Dann sage ich, 20 Sekunden ziehen, macht er. Und jetzt fahre ich da oben hin. Der steht da wohl, warum nicht? Da sind wir jetzt hier. Mit dem Annehmen, mit dem Maps. Da habe ich jetzt nicht aktuell von den Maps. Wo kriege ich einen guten Apps? Also, das ist der Apps, ne? Das ist der Apps. Da kriege ich also Gemeindespeicher. Bei der Einschrichtung, also bei der Gemeindespeicher oben, da kriege ich am meisten
Ja, das würde ich mal einfallen. Also fangen wir jetzt mal dahin zum Markenspeicher. Hier nicht hin, hier auch nicht hin, hier ist hier. Jetzt fahren wir also zum Gemeindespeicher da oben und kaufen dort den Naps. Dann kriegen wir da auch nochmal 11.000 für. Und dann noch mehr. Vielleicht sogar 12.000. Und dann fahre ich jetzt hier mal runter. Und dann haben wir jetzt hier gleich rechts hier. Dann fahren wir jetzt hier. Und dann fahre ich zum Speicher hoch. Und jetzt hier so vorbei. Und dann fahren wir hier so in die Bauern hier rein. Dann fahren wir da hoch. Ja. Also was mache ich mit dem Feld? Wenn ich das hätte, gigantisch das habe. Bei Zuckerrüben bin ein bisschen paar Tage beschäftigt. Hatte zwar eine riesen Ernte, aber und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite vielleicht schon gleich anfangen. Oder man muss vielleicht mit mehreren Erntegeräten arbeiten. Wie viele liegen dazu, damit es schneller geht. So, die Weise. Können wir mal hier hochfahren und dann den Apps hier abladen. Wenn ihr das nicht erkennt, warte. Warte bitte. Warte. Da sind wir, okay. Und dann einmal abladen, das tut 200. Und dann schauen wir, was wir dafür jetzt bekommen. 13.000, ja, ist ein guter Preis. 13.000 dafür, dass wir da nicht gesät haben, nichts. 13.000 Zusatzeinkommen. Ja, also das ist eine Möglichkeit, Zusatzeinkommen zu machen. Natürlich hast du dann wieder Arbeit. Und man hast du Schwein gehabt, mein Lieber. Da hast du Schwein gehabt. Okay. Jetzt fahre ich also wieder runter. Dann kann ich gleich die ersten 6.000 da von den Zuckerrüben anpacken. Wenn das da praktisch weiß, wie der da umgeht, wie der die Kurve macht. Das habe ich noch nichts gehört. Weder vom Vor- und Content noch, dass es Probleme gibt. Oder habe ich nur nicht darauf geachtet? Kann auch sein. Ja. Ich muss mal einen Schluck trinken hier. Also bei dem Spiel vergesse ich zu essen und zu trinken, sitze hier davor wie gebannt und arbeite hier das Pensum ab. Und habe das Gefühl, dass das fast eine echte Arbeit ist hier. Und ich muss mich ja konzentrieren, dass ich die Sachen hier behalte, dass ich die Reihenfolge hier abarbeite und so. Das ist also schon schwierig. Eine andere Schwierigkeit als ETS 2, wo man quasi die sturen Straßen da abarbeitete,
geht unter den Keller. Ja, ich fahre zu Essen hier. Ich fahre zu Essen einfach. Da sind wir also da hinten. Und dort ist, der steht also. Warte, der zieht auf ihn. Der zieht ab oder was? Also, was ist los hier? Er hat eine Reihe geschafft, ja. Und jetzt hat er die selbst geladen. Ich muss dann runterfahren. Wo? Hier auf der Seite, ne? Der Seite falsch ist drunter. Wenn ich das so hinkriege hier. Wenn ich das hier so hinkriege. Top. Wird der was auf oder nicht? Ich möchte nur drehen hier. In meinem Zug hier. Ich hab mal langsam. Ich fahre wild hier. Und statt jetzt so zu fahren, wo ich hin sollte, fahre ich dann hier. Hier bin ich jetzt drunter mit dem Wagen. Der ist direkt hinter mir. Wenn ich jetzt daneben dem bin, dann sollte ich jetzt abgezahlt bekommen. Okay, jetzt hätte die ersten 16 Tonnen auf. Das läuft also gut. Und jetzt sind 15 Tonnen drauf. So. Okay, ich möchte sehen, dass ich hier in die Seite komme. Also das fällt gut auf. Hatte ich jetzt so nicht gedacht. Wie macht er das da hinten? Da ist dann ein schwieriger Abhang, der kann dann nicht sehen, nichts. Was macht er also? Da wird dann links und dann dreht er so um. Dann fällt er da so ein. Dann fällt er da runter. Ja, also die Frage ist, hier geht natürlich weniger runter. Hier kriege ich keine 60 Tonnen zusammen, denke ich mal. Ja, gut. Wie wird das? Also, was ist du momentan? Was haben wir hier? Hatte mir fast von Content geil. Ich weiß, ich bin nur für dich, mein Lieber. Ja, wir machen trotzdem gut hier. Und bei den 5600. Okay, ich kann ein paar abladen. Und das ist ja voll. Ich höre mir. Ja, aber ich muss aber darüber. Muss jetzt irgendwie einmal drehen, den von rückwärts anfahren, von hinten anfahren, den von hinten anfahren, so, jetzt den von hier aus anfahren,
wir dann so runterkommen. So, dass wir dann wieder davor stehen. Dann müsst ihr jetzt hier gleich das Setup hier haben. Man sieht ja also da, wie der leer wird. Also haben wir schon mal 12.000 Tonnen bald voll. 12.000 haben wir gleich voll. Okay. Was gibt's denn heute für Wieder Zuckerrüben? Diese Preise drauf, bei Wieder Zuckerrüben. Da. Schlecht 219, 167. Historie ist der beste momentan. Es sei identisch. Das sei identisch. Und jetzt habe ich gute Preise hier für so Boden. Jetzt habe ich aber keinen mehr. Ja, also 28.000 haben wir heute schon mal angenommen und ja, wie sieht es aus hier? Habe ich noch was da oben stehen? Gehe ich jetzt hier weiter, also hier weiter, der steht hier, und der steht jetzt da. Ja, dann kann ich eigentlich das Feld jetzt da verkaufen wieder. Da oben das Feld, das 16er kann ich jetzt wieder verkaufen. 16, dann verkaufen das Feld. Das möchte ich jetzt wieder verkaufen. Ja, möchte ich. Und dann, das sind so 120.000 und dann da wieder, dann können wir mal die 126.000 mit dem, ich möchte eben die Finanzen machen. Da haben wir die 126.000, die möchte ich jetzt wieder zurückzahlen. Wow, bei 395, glaube ich, ne? Bei 390, den Kontostand, 390, und jetzt erstmal weiter, jetzt erstmal hier, dann zu dem anderen, zu dem jetzt hier, da komme ich aber nicht rüber, ne? Und jetzt hier rüberziehe, das reicht nicht, denke ich mal. Das reicht wieder nicht. Das reicht nicht. Oder reicht das? Ich weiß nicht genau. Doch, das reicht. Das reicht. Und dann war es 10.000. Wo verkauft man dann die Sachen? Wo ist der beste Preis? 219. Weißt du? Okay. Beim Messern, dann fangen wir zum Messern. Messern passt mir gut, habe ich keinen so weiten Weg. Ich kriege schon mal 18.200. Das sind knapp 4.000, wenn überhaupt. 4.000 noch was. 4.000 ungefähr. Naja, weniger, weil es sind ja gerne 20.000.
Aber ist auch Geld. Dann komme ich bald auf 30.000. Und ja, kann ich so wirtschaften, wie ich das hier mache, oder? Also hier bauen wir jetzt hoch. Und fahren wir den Zuckerrüben. Da fahren wir jetzt die Zuckerrüben. Und noch ein Stückchen weiter. Noch ein Stückchen. Da sind wir. Okay. Dann können wir die abladen. Dann machen wir das. Laden wir die ab. Und was kriegen wir dafür raus? Jetzt habe ich 5.000 bekommen für eine Ladung und heute knapp 4.000. Okay, weiterfahren, da haben wir eine gute Milch gehabt und so. Okay, dann fahren wir gleich zum Feld wieder. Dann können wir gleich wieder hier abladen. Also wieder 4.000. Ja, 4.000. Der Helfer vom Kontakt, ich komme gleich. Ich bin schon auf dem Weg zu dir. 4.000. Ja, den fahre ich dann direkt hier wieder hin, die nächste Fuhre. Da brauche ich dann gar nicht weit wegfahren. Jetzt hat der Bankkontank. Dann fahren wir gleich auf das Feld drauf. So, jetzt hier sind wir. Fahren wir mal so rüber. So, den Bankkontank mal bedenken. Ja, also das muss jetzt auch sein. Jetzt haben wir den. Ja, also noch eine Fuhr 18.000 hat da drin. Dann wären das 1836 vielleicht. Dann okay. Dann können wir jetzt hier. Ich habe uns hier mal in der Hand hier. Warten mal, ob die Dinge wieder passieren. Ja, also 4.000 haben wir. Lohnt sich heute nicht richtig, denke ich. Aber okay, machst du ein bisschen mehr, machst du weniger. Aber die Suche, das ärgert mich natürlich, dass ich jetzt einen guten Preis kriege. Und heute Morgen nicht, ne? Die habe ich heute verkauft, oder war das gestern? Ja, morgen kommen wir wieder neu zu Boden. Dann schauen wir mal. Vielleicht kriege ich irgendwann mal einen guten Preis für so Boden. Und ja, aber das sind natürlich auch schöne Einnahmenprodukte vom Feld. Wenn ich ja drüben habe ich fast 20.000 ausgeholt. Und hier kriege ich vielleicht 8.000 bis 10.000 aus. Und machen wir ein bisschen mehr die Beine. Habe ich 32.000 heute.
Schon wieder, ja genau. Was haben wir also heute? Wir haben also heute 6.000 bei Ballen, bei der Ernte 23.000, aber 19.000 bisher reingenommen. Also, jetzt vom hohen Content, die kann geholfen werden. Also, das ist jetzt nicht bemerkbar. Jetzt haben wir 12 Stunden gleich, wieder. Dann fangen wir mit dem Objekt mal weg, dass wir mit dem Objekt nicht verbinden. Also nicht, so nicht, und so nicht. Also, der Hänger, der jetzt natürlich eine gewaltige Menge und dann warten wir mal hier. Also, was sagt ihr dann? Jetzt haben wir 28.000 Leute. Wir kommen die unteren ab und so. Ja, wieder schon 30.000 pro Tag pro Saison. Und dann können wir davon nachher wieder ein paar abbezahlen vom Kredit. Dann habe ich bei 230. Ja. Wir haben ein bestes Ziel. Jetzt komme ich noch irgendwie weiter, oder? Also, kann 22 ein Ziel sein. Zum Abenden. 22 ist größer als 23 und von der Breite her wahrscheinlich auch besser wie 19, ne? Aber das kostet wie viel? Das Feld? Das 22 kostet 280.000. Viel Geld. Warum kostet das so viel? Das kriegen wir von der Schreinerei. Hat der auch Vize dabei? Ja, ich denke mal. Was mit 21? Am Feld 21 Momente. Ich kriege auch. Okay, für Feld 21. Feld 21 kostet 147. Also, aber er hatte schlechten Zugang, also, ne? 21 kostet 147 und 22. Also, das könnte ich mir dann auch vielleicht mal besorgen. Was hat er denn jetzt dort eingebaut? Der hat den Mais eingebaut. Ja, Mais kann ich aber im Moment nichts machen, ne? Was ist ja schon wieder voll jetzt hier? Und du gehst ja bei mir auf den Nerv hier. Okay, und der schon wieder abladen. Und die haben wir hier 36.000 Liter haben wir schon zusammen. Jetzt sind wir schon Liter haben wir zusammen. Also, haben wir den dann wieder direkt wieder dahin, wo wir gerade waren. Ja, das Preis hat nicht verändert. Jetzt sind wir auf beste Preis. Okay, dann kommen wir zum Wasser. Wieder Nummer 18.000. Und fahren die das jetzt sympathisch. Das liegt hier bei mir in der Nähe.
Da habe ich dann nicht so weit. Also haben wir schon 36 und ich auch 54 zusammen. Weiß ich so genau nicht. 54.000 Liter. Also 36 haben wir schon. 36 Tonnen Zuckerrüben. Und ja, dann haben wir hier nochmal 4.000 jetzt, denke ich mal. Dann nochmal 4.000. Da haben wir den, ja. Dann laden wir den ab. Nochmal 4.000. Könnte ich vielleicht insgesamt auf 12.000 kommen heute. Genau. Haben wir nochmal 3.800. Also haben wir 4.000, 7.000, knapp 7.000 bisher. Von dem Feld. Heute bringt Römer nicht so gut viel. Ja. Das schwankt halt manchmal, ne? Man muss dann den Mittelmaß sehen. Die Konter geht schon wieder voll. Also, wenn die Zukunft ist, bist du den ganzen Tag hier mit der Fahrer beschäftigt. Da kommst du zu nichts anderes mehr. Da kannst du nicht normal machen oder so, weil der Kontakt zum nicht klein ist. Ja. Ist schon wieder so weit, okay. Ich komme ja schon. Das sind weiter. Und da habe ich mich nicht beeilt. Die hatte jetzt auch noch jede Menge. Dann kommt die jemand so drunter. Dann bringt sie drunter. Wieso ist jetzt hier? Und ein Stückchen weiter. Jetzt habe ich drauf. Und hier 6, also 36 habe ich. 2x18 und 36. Ja, der schafft das 54. Und dann haben wir noch welche übrig. Okay. Dann fahren wir hier mal so runter. Dann fahren wir hier so runter. Den Wald wollen wir hier mal. Ja. Und das Feld da hinten, das Meer, das mache ich dann selber von Hand. Die holen wir dann gleich von Hand an und fahren die dann so ab von der Seite. Ob der das kann, wenn ich den da ansetze, der dann das Feld von dort abhändet, die zwei ein oder ob ich das selber machen muss. Ich setze ihn dann da vorne an, da muss ich ankommen und dann durch das Feld durchfahren. Ich weiß nicht, ob der Helfer das macht. Das sind dann Nummer 6 Stück. Also, jetzt haben wir 32.000, oder sogar 36.000 Leute.
Na? Hat er fast vor den Ton an. Genau. Ich bin schon da. Ich schleiche dich schon hinterher. Jetzt fällt er hinaus. Dann fahren wir runter. Dann fahren wir runter. Und so. Wo sind wir? Noch ein Stückchen weiter. Jetzt haben wir runter. Man sieht der Job hier. Auch unten ja. Unten rechts hier. Neben der Anzeige. Also, da sieht man also, mein Tank hier, meine Anlage wird gefüllt. Und jetzt haben wir 12. Hier. Und dann fahren wir hier runter. Und dann fahren wir hier gleich wieder rüber. Okay, dann haben wir gleich wieder einen voll. Okay, dann haben wir so vor dir. Was sind das? Tauben oder was? Jedenfalls so aus. Haben die Becken dann auf den Samen auf 40. Das ist schön gemacht hier. Das ist sehr schön gemacht. Liebe zum Detail. Liebe zum Detail. Ja, kriege ich 10.000 jetzt im Feld raus und so viel bekomme ich ja mit nichts anderem, ne? Ja, mit Sojabohnen war meine Ausnahme, aber ansonsten, ja, ansonsten muss ich hier gleich mit dem Rohr drüber und mache das dann den Helfermann, das fährt nochmal Kobold. Wir kennen das, wenn das mit dem Tiefenjoker bearbeitet hatte. Na, du wirst gleich wieder fertig sein, denke ich mal. Deswegen schleiche ich dir schon mal hinterher. Na, ich Telefonkontakt, okay. Und hatte in einer Reihe. Und super, ein Stück weiter. Okay, jetzt haben wir die restlichen. Nummer, das sind 54 Tonnen und ein paar bequetschte. Ich fällt 60 wenn ich jetzt mal abernte, ungefähr so 60. Und dann können wir jetzt mal wieder runterfahren. So, mal so, ungefähr so ein paar. Ja, also Nummer 54 sind 10.000 praktisch heute auch beim schlechten Preis. 10.000 für das Feld mit Zuckerrüben. Und wie eine Riesenmenge. Jetzt haben wir bei Weile gearbeitet, ja. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber den ganzen Nachmittag sind wir quasi dabei. Und ich stehe mal daneben und meine Aufgabe ist quasi nur die Ernte wegfahren und die warten, dass der Grundtank voll ist. Und dann das kann ich ja nicht machen. Also, da sind wir. Dann laden wir den ab hier. Und dann gibt es nochmal
Okay, der hat 700 und der Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Hat sich schon gerüscht, aber sehr in Ordnung. Hat es schon so gut gemacht hier. Und wenn du die Restfläche den Rest mit der Hand arbeiten. Was habe ich jetzt hier wieder gemacht, ja? Und hier komme ich jetzt hier nicht weg. Hier komme ich jetzt hier nicht weg, hier, verdammt. Also, ich möchte hier vorfassen. Das geht nicht. Wo hänge ich jetzt hier fest? So, ich möchte eigentlich wegfahren. Und geht nicht. Doch, jetzt geht. Okay, bin ich davon. Habe ich den da hinten dran? Ja. Ich muss jetzt mal hier runterfahren. Also, ich bin schon wieder überdreht hier. Also, der Wetter, ich fahre zu schnell hier, das Porsche. Wo es 41 Kilometer nur sind, der fährt mit der Geschwindigkeit hier viel zu schnell. Ich glaube auch für 16:30 Uhr haben wir. Und ja, 16:30 Uhr, ich kann mir nochmal 6 Stunden einfahren. Wenn ich jetzt arbeite, dann haben wir 60 Stunden also auch von dem Feld rausgeholt. Und wie Lohn habe ich gerade bekommen, weiß ich nicht, 3.000 noch was. Ne? Sind wir also, schauen wir jetzt mal hier runter, fahren jetzt mal hier weiter. Dann setze ich mich mal auf den Trecker da hinten drauf. Hier sind wir. Und jetzt fahre ich mit der Treckermaschine mal hier runter. Und zwar möchte ich da so hinten ansitzen. Kann ich jetzt an dem vorbei oder sehe ich jetzt genau den Weg? Ich schätze, ich stehe genau am Weg, ne? Immer. Nee, doch nicht. Jetzt hier möchte ich an, genau. Hier möchte ich ansitzen. Dann möchte ich jetzt hier, ja, fahren bis oben. Macht er das jetzt oder macht er das nicht? Hier bin ich jetzt genau drauf. Und ich werde natürlich weiterfahren. So. Und dann werde ich mal abfahren, blinken. Und jetzt muss ich hier fahren lassen. Absenken und dann fahren lassen. Der Helfer fährt schon, okay. Der Helfer entert das Feld ab hier. Und was macht er jetzt hier oben? Das ist die Frage, was der jetzt hier oben macht. Mit den Scheiße ab hier. Er hat 4 Paschinen gelassen. Und dann hat er die Reihe. Dann fährt er wieder zurück. Dann fährt die ab. Und ja, dann können wir den jetzt gleich hier ansetzen. Das ist das Wort.
dann die Antios, da tun wir fast von Grund an, ist klar, ich bin ja gleich schon da, dann kann ich mal gleich wechseln, mit dem, dann mal sehen, wo wir da anfangen müssen, und dann sehen abzudenken. Ja. Seht ihr, warte, sehr schön. Das habe ich mir erfolgreich beendet, so wie. Der hat immer ein Spiel immer erfolgreich beendet, mein Lieber. Also, ich möchte gar nicht jetzt so schnell jetzt hier, der soll die jetzt mal, was haben wir jetzt? So 500. Ich möchte ihn nochmal drehen. Und dann möchte ich jetzt nochmal da einfahren. Ich möchte da hinten nochmal einfahren. Und so, möchte einfahren. Ich hab mal das Moment halt genau. Und jetzt anhalten. Und jetzt möchte ich den Absenken einschalten. Den Absenken. Und jetzt möchte ich, wie das angeladen haben, dann möchte ich so umfahren. Dann möchte ich jetzt hier so einfahren. Und dann sehen, dass der irgendwann, dann sind wir voll jetzt. Die Kurve wieder weiterfahren. Stehe ich jetzt zu derselben Höhe wie der. Und ich jetzt die Abstand. Okay. Dann können wir jetzt ein Stückchen durchfahren. Dann den mal ausfahren. Stopp. Genau. Oh, jetzt haben wir jetzt, ja. Dann fahren wir jetzt hier an den Bewegung. Jo. Nee, macht er nicht. Doch jetzt. Also, haben wir die 6.000 schon mal weg. Und das war's dann hier. Haben wir die 60.000 zusammen. Dann fahre ich jetzt den weg. Und die Ernte beendet. Und dann machen wir das auch wieder an. Geht nicht, stopp. Das geht so nicht. Müssen wir weiterfahren. Dann weiter. Dann weiter. Dann weiter. Okay, jetzt möchte ich das so einfahren. Dann ist er leer. Dann möchte ich mit dem Zug fahren. Und ja, die 6.000, das bringt aber auch nochmal 1.000 ungefähr oder weniger. Den bringe ich dann jetzt erstmal weg. Die Heimat. Müssen wir den mal hochfahren. Den können wir ausmachen. Dann geht es schneller, ja. Jetzt habe ich mir welche eingepackt, ja, ist egal. Zählt nicht. Das zählt so nicht. Also 294 Liter Nummer. Dann machen wir den tiefen Kobalt rein. Dann grubbern wir das auch gleich. Nach dem Grubbern können wir dann vielleicht
nochmal zusammen sehen. Auch noch heute, oder wenn? Ja. Ansonsten, wenn ich heute gibt's. Also, den Helfer habe ich ja noch bis 20 Uhr, denke ich. Und dann mache ich jetzt hier die Gruberstarts. Und dann nach dem Grubern müsste ich dann vielleicht mal, das müsste ich erstmal sehen, Ölsatz, ne? Erstmal Ölsatz sehen und dann, okay, also den Mann, dann haben wir jetzt hier gleich hoch. Wir kommen jetzt hoch, vorsichtig, kommen wir hier so hoch, dann kommen wir jetzt zu dem, haben wir das jetzt, da haben wir das Geld hier, das werden wir jetzt anhängen, den Tiefenlocker, ein wichtiges Geld und ja, anhängen, haben wir und dann fahren wir jetzt rüber, können jetzt drüben, also das Feld Tiefengruben, wer hat den da eingestellt, also dann machen wir jetzt den Tiefengruber und dann fahren wir die Sektionnummer weg. Du weißt so an. Dafür gibt es wie viel? Ja, 1000 vielleicht, ne? Wenn ich Glück habe. 1000 ist ja noch nicht mal. 116 glaube ich nur. 6 mal 600, 6 mal 200 werden dann hier. Und jetzt hier so ansetzen hier mal. Was habe ich hier gemacht? Das ist meiner. Der sieht schon fertig aus. Das ist mein Feld hier. Wo ist mein Traktor denn? Wo ist mein Traktor? Da steht der Traktor. Das mit den Tiefen wobei dann sitzen. Sieht so aus, wenn er schon bearbeitet hätte. Als wenn ich es bearbeitet hätte schon. Und mit denen absinken. Und dann in der Helfer mal manchmal. Und jetzt fahre ich mal zu dem hier. Und dann fangen wir hier mit dem Anhänger mal weg. Und dann kommen die mal weg. Dann kann der Helfer da steuern und das Feld grubbern. Und danach kann ich vielleicht hier an den hier, kann ich dann vielleicht die Erntemaschinen dran setzen. Dann mache ich da einfach mal Ölsamen drauf wieder. Und dann wollen wir danach Sojabohnen machen. Wir haben 2 große Felder mit Sojabohnen. Und das bringt eigentlich auch immer einen guten Ertrag. Also, jetzt kommt nicht viel Anbau. Okay. Will nicht mehr kennen hier, hat einen guten Preis oder gezahlt. Von den anderen, wenn ich noch viel weniger bekomme. Also, wir sind da schon 29, okay. Habe ich schon mit gerechnet, aber okay, der Preis ist wieder der Preis. Wieso kann ich ihn nicht langsam fahren?
Also der ermöglicht mir da jetzt hier, das Pedal ermöglicht mir in verschiedene Geschwindigkeiten zu fahren, aber trotzdem drücke ich immer das Pedal durch. Ja. Ja, gut. Das heißt, morgen habe ich dann meine eigenen Felder und kommt jetzt wieder drauf oder soll ich jetzt ja gleich schon, wenn ich da jetzt gleich Turbo drauf setze, dann muss ich die ja düngen, nochmal düngen heute. Der fertig, der ist schön gut, der guckt das Feld ab und ich will den jetzt mal abstellen und dann nochmal die Saatmaschine ab. Wo stellen wir den jetzt hier ab? Hier vorne irgendwo. Der nicht stört, denke ich immer. Aber egal wo ich ihn stelle, ich stehe meist im Weg. Okay, dann lassen wir den mal hier stehen. Dann holen wir den Abwechsel und dann fahren wir mal da hier oben hin. Und dann holen wir mal die Maschine. Und dann haben wir die jetzt. Und diese Maschine da. Und dann wir das anhängen. Und vielleicht könnte ich eine Saat kaufen, wenn das nötig ist. Dieses ist hier. Weiterfahren. Hier haben wir. Und was haben wir? Hier sind 20% noch. Für Dürrboden hoffe ich, reicht das noch. Ich will nochmal Dürrboden pflanzen, dann komme ich anschließend das Saatgut. Vielleicht auch heute noch. Und ja, also sind wir jetzt hier. Sind wir. Da ist der andere. Und dann können wir den jetzt ansetzen hier ans Feld. Und der Baum, das ist ein bisschen schneller hier. Das ist den hier dran. Und dann kann ich den hier ansetzen. Und wenn der gleich gewonnen und das Feld bearbeiten. Und das Feld sehen. Okay, was war der jetzt hier? Er fällt das Wort ab. Holt der jetzt noch ein oder braucht der Vorsprung? Also, können wir mal sehen. Schauen wir mal, ob der Vorsprung macht. Wenn wir einschalten, dann können wir die ersparen. Okay, jetzt werden die Dürrboden gepflanzt und der ist doch schneller hier. Der ist doch schneller. Der hat eine schicke Maschine. Okay, der Fette ist hier runter.
Vielleicht nochmal an. Vorne. Und der ist schon wieder unterwegs. Der ist unterwegs. Dann holen wir den mal ein. Ja, der ist jetzt auch praktisch durch. Der fährt 15 Stundenkilometer, 17. Geht er wieder. Ja, Doktor, super. Der eine Tiefen, hat die Tiefen locker. Und der andere pflanzt jetzt Visuellen. Und wie sieht das hier aus? Wenn wir das hier mal anschauen, dann sieht man 3 Farben. Okay. Mit 3 Farben und dann wenn ich vielleicht in der Zwischenzeit mit dem anderen Traktor vielleicht schon mal den Dünger anholen. Wo sind wir jetzt hier? Mit dem, wenn ich schon mal den Dünger hole, will ich es angemuttern. Oder, was hängt denn da? Hängt da was an? Wir werden ja was da anhängen. Das ist mein Vorteil. Okay. Ich möchte jetzt den Dünger holen. Mit dem Düngerapparator. Dann kann ich den vielleicht untersetzen, dass ich den gleich dahinter habe. Dass ich den Dünger gleich drin habe. Okay. Okay, jetzt haben wir, okay, da haben wir die Dünger drin, da haben wir jetzt den Dünger drin und der Fritteursboden. Fritteursboden, aber man kann nur da machen, aber jetzt das große bleibt gleich mit der nächsten. Okay, dann können wir jetzt hier gleich sehen, was sind die jetzt hier? Also, der eine ist da, der schafft jetzt hier runter. Der kommt hinterher. Okay. Also, wir sind jetzt hier. Wir 2, 3 nicht schaffen. Die schaffen dann auch noch. Der haut uns aber nicht rein. Der schafft er nicht. Der ist zwar schneller wie wir, aber so viel schneller auch nicht. Und ja, 2 Bahnen, denke ich. Und 2 Spuren.
2 Spuren. Da haben wir wieder Zuckerrüben noch, haben wir stehen gelassen für das Vieh, für die Vögel, damit die auch ihren Anteil finden und oder die Naturgott, wie auch immer. Das reicht ja. Das schaffe ich mit dem Feld die Nummer. Das kriegen wir mit dem Feld durch. Dann sind wir gleich fertig, ja. Dann sind wir durch mit der Runde. Und dann kann ich den wegfahren. Und während ich ihn dann wegfahre, hat dann das Feld schon arbeitet und dann kann ich, ja, wo kommt der Sinn darüber? Oder vorher auch mal, dann die Seite. Dann mache ich jetzt hier noch einen Durchgang. Okay, einfach die Arbeit beendet. Und dann mache ich jetzt immer da unter. Dann kommen wir jetzt da unter. Dann kommen wir wieder runter und liefern erstmal, stellen den erstmal wieder ab. Hier rüber, den Tiefenlocker. Und ja, ich bräuchte so ein Gerät, wo ich quasi die wichtigen Geräte quasi einmal auffangen kann. Wie kann ich das machen? Im LKW oder? Also man hat so mehr Geräte. Darüber braucht man vielleicht die eine Maschine braucht man und dann braucht man vielleicht auch die Sämaschine und vielleicht ein paar Düngerpacks, dass man das irgendwie, dass man das auf den LKW hilft, damit dem LKW dann den Feldern fährt. Und dass man eine doppelte Ausführung kauft. Ich weiß nicht genau, wie man das machen kann. Also, mal abstellen. Die haben wir. Dann können wir jetzt, dann stellen wir den jetzt mal ein. Dann können wir drüben mal schauen, was der macht. Der ist hier gut. Der arbeitet das Feld ab. Und dann kann ich gleich den Düngervorgang starten. Das wird dann der hier. Vielleicht dann schon mal runterdrehen in Position. Das hier so, wenn ich jetzt hier so weit, das könnte hinhauen. Das könnte hinhauen. Wenn ich jetzt wieder einmal mache. Und ja. Ich stoch die ganz schön. Ich stoch die runter. Braucht der dritte dann 2 Bewegungen, glaube ich, ne? Und da ist noch ein Vorgang. Braucht er noch einen, ne? Oder wieder nur 2? Noch 2 mindestens. Einen, dann einen zurück und einen hin. Okay, aber ich brauche den gleich nur einschalten und dann fährt er los. Ja, 18 Uhr haben wir. Wie sieht die Einnahmesituation aus? Also heute wird sich nicht mehr ändern.
Die Lohnkosten steigen natürlich noch weiter, ist klar, aber wir haben 35.000 eingenommen und mehr geht nicht. Und ja, das heißt, dass wir hier weiter denken können auf Nummer, dass wir die weiter denken können. Und was sieht das hier aus? Was macht ihr jetzt am Morgen? Feldfrüchte oder? Weil dann Feldfrüchte möchte, dann weißt du, was alles abgeerntet. Und was haben wir da oben? Was haben wir da? Gerste oder was? Das ist Gerste, glaube ich, ja. Und Robert, Bodenbeschaffenheit, da muss gekalkt werden. Was ist das von Kalks? Okay. Die werden gedüngt teilweise. Und den dünge ich jetzt gleich auch. Morgen können wir den ernten. Das ist heute Morgen haben wir den. Okay, dann haben wir morgen 3 Felder, 2 Gäste. Der ist vielleicht schon weit. Wir machen den und dann noch eine Bahn. Okay, und da oben, was wechseln da noch? Feldfrüchte, da haben wir Gäste, da haben wir Raps, habe ich geerntet. Und dann sind wir wieder aufgebaut, weiß ich nicht genau. Bodenbeschaffenheit. Ja, da wurden Kartoffeln, glaube ich, ne? Das sind Kartoffeln. Ja, ich habe keine Kartoffeln, und mein Mutter. Also bräuchte ich eine Sämaschine für Kartoffeln. Aber da könnte man natürlich auch ordentlich Kartoffeln laden. Denke ich mal da oben von dem Feld auch. Aber ich habe noch keine Kartoffelernte. Dann möchte ich quasi 160.000 Kartoffelernte kaufen und das Feld mir holen. Okay, die Gerätschaften quasi also nebenher erwerben. Also, sind wir bald durch noch einmal und dann kann ich wieder unten schon auf die Reise schicken. Und wenn jetzt hier geht es, dann schicke ich den unten auf die Reise. Wenn er sobald ist hier und wenn der jetzt hochfährt. Wenn der oben ist, dann schicke ich den hier auf die Reise. Dann wir den hier einschalten. Den einschalten. Und dann hier den mal fahren lassen. Was haben wir jetzt hier? Müssen wir ein Stück vorsetzen. Können wir jetzt auch mit den Reise, habe ich jetzt. Und dann kann ich den jetzt. Ne, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Jetzt mal. Ja, jetzt habe ich ihn. Okay.
Und dann ist der fertig. Dann kann ich mit dem hinspringen. Und dann fangen wir mit dem Leben. Mit dem anderen. Mit dem auch nicht, nein. Mit dem hier. Machen wir jetzt wieder weg. Wo sind wir jetzt hier? Dass wir dann quasi dann ist man von dem Feld runterkommen. Und wo ist der jetzt hier? Der kommt da nicht doch. So ist man da weg damit. Und jetzt durch. Und da hoch. Und dann haben wir diese Maschine schon mal geholt. Okay. Und diese Maschine auch schon mal gesichert. Was haben wir denn? Ah, da haben wir Dürrboden. Wir haben noch nicht mehr viel. 16%. Okay, ich hoffe auch noch was, ne? Machen wir den Berg ganz leer hier. Machen die ganz leer. Und dann machen wir den jetzt auch. Machen wir den jetzt hier hoch. Komm ich da vorbei? Und ich jetzt an dem vorbei. Weiß nicht genau. Schauen wir mal. Wenn wir vorbeikommen, dass wir dann hier so hochkommen, dass wir hier so hochkommen. So hat es geklappt. Das hat geklappt. Okay. Dann haben wir den jetzt hier. Und dann können wir den abhängen. Okay. Haben wir das also erledigt. Und dann aber auch erledigt. Der Helfer hat die Arbeit doch schon wieder erledigt. Mann, der arbeitet sehr. Okay, dann können wir jetzt hier mal wieder die zurückfahren. Und du nicht. Wir wollen nur zurückfahren jetzt hier. Also, dann wollte ich hinfahren. Und dann wollte ich da zurückfahren. Ja, gut. Was haben wir 20 Uhr gleich? Das ist ein schöner Tag vorbei. Also, ein langer Tag wieder heute. Und was haben wir dann? Den Dünger, aber dann geht den Fahren den Dünger mal hier hoch. Der immer steht. Wo steht der immer hier? Hier steht der immer. Der Moses. Da muss man dann so hochfahren. Und dann stellen wir den jetzt hier so ab. Okay, dann nehmen wir Fahne. Und würden wir abhängen. Okay, das war's. Das war's für heute. Was heißt die Bilanz? Bilanz ist positiv. Und dann gucken wir mal, was für eine Stunde zahlen. Live. Und dann 65,9. Mit knapp morgen bei den Lohnzahlungen. Bei den Kunden hier kommen wir heute nochmal 2200 ab. Okay, aber man sieht schon mal, die Schulden gehen durch. Und ja, also wieder guter Tag hier. Also, okay, machen wir weiter heute. Kommen wir ein bisschen vorfahren hier. Fangen wir ein bisschen vor. Also, hier ein vorgerichter Tag. Morgen müssen wir mal sehen, was wir morgen machen. Morgen haben wir die eigenen Felder abzuarbeiten. Die Bodenbeschaffenheit aus. Die sind gedüngt. Müssen wir die morgen nochmal düngen. Die sind gut gedüngt. Ja, also, das war okay.
Okay, also meine Fahrzeuge. Das letzte war einer, meine Wallet. Ja, ich habe die gestern alle warten lassen, ich hatte schon wieder warten lassen. Also, der Stautmann, ich hatte bei 82%, den habe ich seit einer Zeit. So viele Mann, 12 Stunden. Ja. Das ist ja bei der Gleiche. Mit der hier. Der kann ich für praktisch alles transportieren. Und der auch. Die habe ich gestern erbringen lassen, aber ich heute nicht schon wieder erbringen lassen. Okay. Also, wir sind bei 23,44. Wir kommen jetzt gleich. Ich gehe bei 3000 ungefähr. Da 4000 bin ich. Bei 2000 Polizisten Betriebskonditionen. Okay. Dann können wir hier das mal wieder durchstellen. 5er. 5er Geschwindigkeit. Und ja, dann kann ich mal das Spiel speichern. Okay. Und dann machen wir hier Schlussworte. Und den ausschalten. Und hier mal losmachen. Und den kann ich jetzt mal abmachen. Den brauchen wir erstmal nicht. Und ja. Also jetzt bin ich mal besser mit der Zuckerrübenernte jetzt. Also, ich würde die mal abschalten, Fenster schließen. Dann können wir hier die Ruhe nicht machen. Das möchte ich jetzt nicht machen. Da, ich habe noch gar nicht abgespeichert.